Ich habe 3 einfache Verpackungsideen für Geldgeschenke. Egal ob Geldscheine oder Geschenkkarten, alle 3 Ideen einfach aus Papier gefaltet. Du brauchst dazu kein spezielles Werkzeug und auch keinen Kleber. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Für die erste einfache Idee brauchst du einfach ein A4-Papier, welches wir in der Mitte einmal falten. Wieder aufmachen und um 90 Grad drehen. Nun die oberen beiden Ecken zur Mittellinie falten. Dann eine der unteren Ecken zu dieser entstandenen Kante falten. Du kannst die rechte oder linke Ecke nach oben falten. Es geht beides. Das Resultat am Schluss ist einfach spiegelverkehrt. Nun einmal umdrehen, sodass die Falze zur Tischplatte zeigen und die Spitze nach oben. Nun müssen wir die untere Kante nach oben falten. Etwas höher als diese Spitze auf der Seite. Am besten nehmen wir uns einen Euroschein, den wir einpacken wollen, zur Hilfe. Du siehst, bis zur Spitze wäre zu knapp, also etwas weiter nach oben. Etwa so ist perfekt. So ist das Stück etwas breiter als mein Geldschein. Der passt später sehr gut da rein. Nun nur noch die obere Spitze nach unten klappen und das überstehende Stück nach innen falten. Den ganzen oberen Teil nochmals aufklappen und hier in die Lasche schieben. Damit ist die Verpackung bereits fertig gefaltet. Den oberen Teil nochmals aufmachen, diese Lasche auch, dann Geldschein rein und alles wieder verschließen. Und das Geschenk hält problemlos auch ohne Kleber. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze noch verzieren, zum Beispiel mit einem Zweig. Du kannst das Ganze natürlich auch aus einem Motivpapier falten oder noch mit Ornamenten verzieren. Also in der Ausgestaltung sind dir keine Grenzen gesetzt. Und so bekommt dein Geldgeschenk eine andere Wertigkeit, als wenn du es einfach in einen gekauften Umschlag steckst. Weil Geldgeschenke wirken ja schnell mal so unpersönlich und beliebig. Dabei haben sie ja was total Positives, weil die Beschenkte kann ja selber entscheiden, was er sie damit kaufen möchte. Als zweites basteln wir aus einem quadratischen Stück Papier einen kleinen Briefumschlag. Mein Papier ist 16 x 16 cm groß. Damit passt später eine Geschenkkarte in Kreditkartenformat perfekt rein. Ich habe mich diesmal für ein Stück Geschenkpapier entschieden. Du kannst aber auch hier wiederum ein beliebiges Papier verwenden. Besonders schön wird es mit eher dünnem Papier, zum Beispiel Origami-Papier wäre perfekt. Das gibt es ja auch bereits vorgeschnitten. 15 x 15 cm ist da eine typische Größe. Auch damit kannst du es machen. Allerdings passt dann knapp die Geschenkkarte nicht rein, aber für einen zusammengefalteten Geldschein passt es wunderbar. Wir legen eine Spitze zur gegenüberliegenden Spitze und falten die Mitte und von da bis zu einer Seite. Auf der anderen Seite machen wir keinen Falz. Nun messen wir mit einem Lineal von der Spitze ein Stück ab. Bei meinem Papier mit einer Seitenlänge von 16 cm sind es 9 cm. Bei 15 cm Papier sind es 8,5 cm. An dieser Stelle zeichnen wir eine Linie ein von nicht ganz 2 cm. Beim 15 cm Papier reichen 1,5 cm. Diese Linie mit einer Schere einschneiden. Nun alles wieder auffalten. Und dann falten wir diese untere Seite zur Mittellinie. Das Gleiche wiederholen wir mit dieser oberen Seite. Nun müssen wir diese Strecke durch 3 teilen und die Spitze 1/3 hochklappen. Wenn du ein gutes Augenmaß hast, kannst du das von Auge machen, sonst einfach messen. Die ganze Strecke ist 15,9, ich messe also 5,3 cm ab und markiere mir den Punkt. Nun falte ich die Spitze an diesen Punkt. Anschließend falte ich die untere Kante zu dieser hier oben. Die Spitze klappen wir hier hinein,
So wird auch unser Umschlag später ohne Kleber zusammenhalten. Nun klappen wir diese Seitenlinie an diese Kante. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Beide Seiten wieder aufklappen und diesen soeben gefalteten Teil nach innen klappen. Dazu diese Außenseite nach innen drücken und diesem Falz nachfahren. So zusammenklappen. Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Nun nur noch die Spitze einmal an die gegenüberliegende Seite falten . Aufmachen und in den Schlitz schieben. So können wir den Umschlag verschließen. Hier passt jetzt also genau eine Geschenkkarte im Kreditkartenformat hinein. Du kannst aber auch gefaltete Geldscheine in diesem Mini-Briefumschlag verschenken. Auch den Briefumschlag kannst du natürlich noch weiter dekorieren oder zum Beispiel eine Schleife drumherum binden. Und der Briefumschlag ist zugegebenermaßen ein bisschen komplizierter, deshalb kommt hier nochmals eine einfache Variante. Für diese Verpackung brauchen wir ein Papier in Größe A5, also die Hälfte von A4. Wir legen die untere Kante zur oberen, falten den unteren Rand und klappen das Papier danach wieder auf. Nun die eine untere Ecke zur Mittellinie falten. Ebenso die gegenüberliegende obere Ecke. Nun so drehen, dass die eine ungefaltete Seite vor uns liegt. Diese falten wir nun an diese Kante. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Nun falten wir diese Seite an die Mittellinie. Mit der anderen Seite wiederholen. Fast fertig. Nur noch die Ecken in die Laschen schieben. Und auch diese Verpackung hält ohne Kleber. Um den Gutschein zu verpacken, Ecken wieder aus den Laschen ziehen. Theoretisch könntest du die Karte hier platzieren, allerdings kann sie so wieder aus der Geschenkverpackung fallen. Daher besser kurz ganz öffnen, die Karte unten platzieren und wieder verschließen. Auch diese Verpackung kannst du größer oder kleiner gestalten. Das Papier sollte einfach rechteckig sein. Von den Seitenverhältnissen her muss es aber nicht mal zwingend den DIN-Normen entsprechen. Auch aus dieser alten Buchseite kann ich es zum Beispiel falten. Mitte falten, Ecke zur Mitte falten, zweite Ecke ebenfalls, dann die Seite zur Kante falten, gegenüberliegende Seite ebenfalls, Ecken in die Lasche stecken und fertig ist deine Verpackung und bereit, deinen Geldschein einzupacken. Eine schöne Idee, zum Beispiel für eine Leseratte. 3 einfache Ideen, wie du deinen Geldschein oder deine Geschenkkarte verpacken und unter den Weihnachtsbaum legen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Schenken deines Geldgeschenks und lass gerne ein Abo da, wenn dir die Anleitung geholfen hat. Denn auf unserem Kanal gibt es viele weitere Tipps und Tricks. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!